Warum halte ich nichts von Bowjester? Weil er nutzlos ist. Das ist wie wenn du... man kann es gar nicht vergleichen. Ja, es ist wie wenn du Ringmaster mit... Es ist wie wenn du Full Support Bill Poster spielst oder Damage Dealer Ringmaster. Es ist halt einfach ein Troll. Es ist nicht, dass es nicht geht, es ist einfach ein Troll. Du bist einfach in der normalen Variante besser. Und zwar in jedem Aspekt eigentlich. Also warum würdest du freiwillig die schlechtere Variante spielen? Nur um cool zu sein, weil du anders bist als die anderen. Du kannst alle Punkte raushauen. Weil mit Level 60 kriegst du sau viele neue Punkte. Und zur Not hast du immer noch dein Reskill, hoffentlich. Falls es sich doch mal nicht ausgehen sollte. Das Reskill ist immer diese Notfall-Lifeline, die man noch hat. Dass man sich irgendwie doch vertan hat, dass man dann alles nochmal rückgängig machen kann. Deswegen hebt man das eigentlich immer auf. Und irgendwann im High-Level kann man es dann wegschmeißen, weil dann braucht man es nicht mehr. Bin ich teils aus Amerika? Ich hoffe nicht. Nein, hoffentlich nicht. Du isst gerade Studentenfutter, obwohl du gar kein Student bist. Jetzt kommst du. Okay, ich esse Hundefutter, obwohl ich gar kein Hund bin. Wait a minute. Habe ich das laut gesagt? That's my name. Thomas, Thaddeus, Bertram, Free-to-Play, Christian. Du bist bestimmt der Typ, der im Mediamarkt rumläuft und allen Leuten Kundenberatung anbietet, obwohl er da gar nicht arbeitet. Und Leuten immer das teuerste Modell empfiehlt. Also sehen Sie, ich für meinen Teil bin wirklich kein Fan davon, Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Aber man kauft sich halt einen Fernseher nur einmal alle 10 Jahre. Und dann sollte man halt schon das teuerste Modell nehmen, weil da hat man die Wahrscheinlichkeit, dass das einfach die beste Leistung über diesen Zeitraum garantiert. Daher würde ich hier zum Sony XL Ultra Mega Modell für 49.999 € empfehlen. Aber wirklich, die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. Ich habe den gleichen übrigens zu Hause hängen. Das bist du, Knack. In deiner natürlichen Umgebung. Das machst du immer, wenn ich nicht streame. Wenn ich nicht streame, machst du immer genau das. Reset das jetzt quasi, oder wie? Das ist ja auch ehrenhaft. Jo, danke für den Trade, Mann. Ich werde richtig viel Spaß. Verkaufe Pet! Verkaufe Pet! Pet, nur hier, heiß und fettig. Danke nochmal. Ich werde echt viel Spaß. Verkaufe Pet! RIP. The worst feeling. Ja, kann man nichts machen, wenn man das eh schon verkauft hast. Kann man nicht ändern. Also ich denke jetzt nicht, dass es ultra viel Mehrwert ist, aber so 4 bis 5 könnte ich mir schon vorstellen, dass man dafür bekommt. Aber wie gesagt, ich handle mit so teuren Pets nicht oft, deswegen, also eigentlich nie, noch nie. Deswegen kann ich es nicht so gut einschätzen. Also das Ding ist halt auch, es ist ein bisschen halt auch vom Typen abhängig. Es gibt halt unterschiedliche Leute. Es gibt halt Leute wie mich, die wollen eher hohe Level. Also die geben sich mit schlechteren Pets zufrieden, solange die ersten Level alle perfekt sind. Also quasi, die wollen gutes Potenzial in einem Pet. Und dann gibt es halt Leute, die wollen einfach nur hohe Werte. Denen sind die Level scheißegal, die wollen einfach nur einen hohen Wert dastehen haben. Wenn dann nur Einser sind und am Ende eine 9, juckt die nicht. Die wollen einfach nur, dass es viele Werte gibt. Und ich weiß nicht, wovon es mehr Leute gibt, ehrlich gesagt. Danke für den Follow, by the way, Arox. Ja, ich weiß nicht, was überwiegt. Also ob die Leute überwiegen, wahrscheinlich überwiegen die Leute, die einfach nur hohe Werte haben wollen. Aber ich denke schon, es gibt einige Leute, denen die Level auch ziemlich wichtig sind. Und ich meine, so ein Pet ist halt, naja, das kann man auf jeden Fall benutzen und so. Aber ein Vermögen will man dafür jetzt auch nicht ausgeben, weil es hat halt erstens kein Potenzial mehr, weil es schon S-Klasse ist und schon eine 9 am Ende hat. Also du kannst daran nichts mehr ändern eigentlich an dem Pet, das ist fertig. Und ja. Diese super coolen neuen Skins, dieses Ruby Shield of the Dragon und sowas.
für Guild War, für Low Guild War und so ein Käse. Und ich finde halt, solche Belohnungen zum Teil hätten sie auch für PK-Chips einführen müssen. Und dann halt irgendwie das Ganze ein bisschen überarbeitet. Also nicht für mich, ne? Sage ich jetzt wirklich speziell nicht für mich. Aber momentan wird das PK-System eigentlich wirklich ausgenutzt von manchen Leuten, mehr oder weniger, um da sonst was zu machen. Sagen wir es mal so. Sie machen dort alles, außer eigentlich das, was man wahrscheinlich auf dem PK-Channel machen sollte. Ich weiß nicht, was man auf dem PK-Channel machen sollte. Meiner Meinung nach sollte das im Spiel entfernt werden. Aber ich finde, wenn, dann hätten sie es schon irgendwie so machen müssen, dass wenn man auf dem PK-Channel grindet, dass man sich diese Skins verdienen kann. Oder man halt auch irgendwie so, keine Ahnung, so Battle Royale-mäßig oder was weiß ich was draus macht. Dass zum Beispiel irgendwie, sagen wir mal so, es gibt super geile Skins, die kosten so 1000 PK-Chips, aber die sind permanent, also nicht temporär, permanent und vielleicht sogar ungebunden. Wobei ungebunden wäre vielleicht gefährlich wegen Bots, aber hear me out. Und zwar kannst du ja PK-Chips nicht auf die Bank tun, die kannst du immer nur im Inventar haben. Und die sind sehngebunden, du kannst sie nicht traden. Du kannst sie nicht loswerden. Und dann wäre es interessant, wenn du irgendwie ab einer gewissen Menge an PK-Chips, natürlich deutlich weniger als du für so einen coolen Skin brauchst, auf der Map für alle anderen Spieler sichtbar bist quasi. Das heißt quasi, du hast irgendwie 500 PK-Chips geknackt und ab da bist du für jeden anderen sichtbar und du droppst dir deine PK-Chips dann. Und dann machen quasi alle Jagd gegenseitig aufeinander. Weil du kannst dich nicht wirklich verstecken, wenn du die Chips wirklich farmen willst, musst du ja Monster töten. Und alle anderen wissen aber jederzeit, wo du bist. Aber du weißt nicht, wo die anderen sind, wenn sie dich auch mindestens so viele Chips haben wie du. Und dann könntest du da so wirklich so ein, wie gesagt, so ein Battle Royale oder so ein Free-for-All quasi, würde dann irgendwie losgehen, die Jagd nach den Chips. Weil jeder diese 1000 Chips will für die Skins, aber ab 500 ist jeder quasi immer mit einer Zielscheibe auf dem Rücken unterwegs. Jeder weiß genau, wo du bist und kann dich quasi hunten und dir deine Chips wegnehmen, etc. etc. Ich meine, dann würde ich irgendwo einsehen, dass man sagen kann, okay, der PK-Channel hat seine Berechtigung, aber all diese Dinge gibt es nicht. Aktuell ist es einfach nur sinnlos. Und die wenigen Leute, die den PK-Channel nutzen, ja, die machen da sonst was. Mobbing, Bullying, andere dumme Sachen. Ziehen da ihren Level-Service durch, etc. Hi. 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 Ah ja. Top 10 Live-Chat-Unterhaltungen. Top 10 Live-Chat-Experiences. Damn. Und die tiefsinnigen Live-Diskussionen um 1 Uhr nachts.